Willkommen zum nächsten Vlog in langsamem Deutsch auf meinem Kanal Learn German Relaxed with Gabriel. Ich bin Gabriel und heute mache ich in meinem Vlog ein sehr schönes Thema mit euch zusammen. Langsamkeit. Hier habe ich auch meine Notizen und ich möchte heute sehr gerne darüber sprechen, was passiert, wenn wir langsamer werden. Was passiert mental? Was passiert psychologisch? Was sind die Vorteile davon? Und ich möchte auch 7 Tipps geben, wie man im Alltag runterkommen kann, wie man im Alltag das Tempo verringern kann. Und übrigens, ich habe einen Mitgliederbereich, wo ich viele verschiedene Vlogs immer wieder hinaufstelle. Wenn du also mehr von diesem Format sehen möchtest, wenn du über das Leben mit mir zusammen nachdenken möchtest, mit mir zusammen diskutieren möchtest, über ganz viele verschiedene interessante Fragen nachdenken möchtest und ganz nebenbei das auf Deutsch machen möchtest, dann ist dieser Mitgliederbereich perfekt für dich. Langsamkeit. Was passiert dabei? Sehr viele verschiedene Dinge passieren mit unserem Körper und mit unserem Geist, wenn wir ganz bewusst das Tempo verringern. Und jetzt werde ich mit meinen Notizen anfangen und du kannst sehr gerne zu jedem Punkt etwas in die Kommentare schreiben. Dieser Vlog ist also sehr interaktiv. Du kannst sehr, sehr gerne über deine Erfahrungen sprechen. Du kannst sehr gerne zu diesem Thema generell Langsamkeit, langsamer werden, Tempo aus dem Alltag nehmen, sehr, sehr gerne deine verschiedensten Gedanken dazu in den Kommentaren teilen. Ich beginne jetzt einmal mit Punkt Nummer 1. Was passiert, wenn man langsamer wird? Punkt Nummer 1. Hier steht: Die Gedanken entwirren sich. Deine Gedanken, meine Gedanken, unsere Gedanken werden klarer. Ich suche mir jetzt eine kurze Pause, wo ich mich hinsetzen kann und ich beginne mal das vorzulesen. Beispiel, eine Situation. Du sitzt am Handy, du wechselst zwischen Apps, das machen wir ja alle irgendwie. Wir beantworten Nachrichten, wir schauen Videos. Oder in dieser ganzen Situation denken wir gleichzeitig an so viele verschiedene Dinge. Wir denken an unsere Arbeit, wir denken ans Geld, wir denken uns, wie soll ich das und das schaffen, diese und jene finanzielle Herausforderung macht mich total fertig. Wir sind mit den Gedanken in der Zukunft. Das heißt, Gedankenkreisen, dafür gibt es auch ein schönes Wort. Also irgendwie passiert alles gleichzeitig und unsere Gedanken kreisen die ganze Zeit.
Das heißt also, alles vermischt sich irgendwie. Und was passiert, wenn man dann mal nichts tut? Zum Beispiel, wenn man sich mal für 10 Minuten oder vielleicht für 10 Sekunden einfach nur mal hinsetzt, ohne etwas zu tun. Wenn wir plötzlich diese Dinge nicht mehr gleichzeitig machen, passiert etwas ganz Interessantes. Und zwar werden die Gedanken klarer. Wir können die verschiedenen Gedanken besser voneinander trennen. Und wir können besser identifizieren, warum wir gestresst sind, warum wir gerade müde sind oder warum wir schlechte Laune haben. Umgekehrt, wenn wir einfach im Stress sind, dann ist es schwierig, diese verschiedenen Dinge auseinanderzuhalten. Das heißt, es gibt verschiedene Ebenen. Einmal ist das die momentane Laune, die durch bestimmte Reize gesteuert wird. Dann gibt es tiefer liegende Dinge, die vielleicht länger andauern. Ein länger andauernder Stress oder länger andauernde Sorgen. Und wenn wir schnell alles zusammen machen wollen und gleichzeitig erledigen wollen, vermischt sich das alles oft. Das heißt also, wenn wir mehr Klarheit wollen, müssen wir eigentlich nur einmal einen Gang runterschalten. Ich gehe zu Punkt Nummer 2. Das Nervensystem beruhigt sich. Ich lese vor. Situation. Du gehst schnell durch die Stadt. Alle Leute auf der Straße sehen gestresst aus. Im Kopf sind wir schon beim nächsten Termin. Im Kopf sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, die wir zu erledigen haben. Und dann gehen wir mal bewusst langsamer. Wenn wir bewusst langsamer gehen, dann merken wir auch viel mehr, wo beispielsweise unser Körper verspannt ist. Wir merken vielleicht, dass unser Nacken verspannt ist, dass unsere Schultern wehtun. Aber umgekehrt, positiv gesagt, merken wir einfach, wie sich unser Körper anfühlt. Und wenn wir hastig handeln, wenn wir in der Hast sind, dann ignorieren wir das oft. Wir fahren drüber, sagt man auch. Über etwas drüber fahren heißt etwas ignorieren. Stelle vor, eine Dampfwalze oder ein Auto, ganz egal, fährt über etwas drüber. Und so kann es auch passieren, dass wir über unseren eigenen Zustand drüber fahren. Wenn wir also langsamer gehen, dann lässt der Körper auch los. Zum Beispiel entspannt sich unser Kiefer. Das sind ja auch typische Anzeichen, dass wir gestresst sind. Wenn die Kiefermuskeln angespannt sind, wenn die Schultern angespannt sind, wenn unser Nacken wehtut oder wenn wir Probleme mit der Verdauung haben, dann sind das oft Anzeichen, dass wir gestresst sind und wir vielleicht das Tempo verringern sollten.
Und wenn wir dann eben beispielsweise ein bisschen langsamer gehen, dann lässt der Körper auch mehr los. Die Gedanken sind weniger aggressiv. Die Gedanken sind ruhiger und gesetzter. Ein schönes Wort ist das Wort gesetzt. Stelle vor, etwas sitzt irgendwo und es ruht dort, es ist ruhig dort, in einer ruhigen Position. Und dann kann man eben sagen, meine Laune ist gesetzter oder meine beispielsweise Gedanken oder vielleicht einfach mein Puls. Da gibt es also verschiedene Nomen, die wir mit diesem Wort kombinieren können. Ich gehe weiter und erzähle euch vom nächsten Punkt. Zum Beispiel, man beginnt wieder wahrzunehmen. Das ist in gewisser Weise schon dieser eine Punkt, den ich gerade genannt habe. Aber ich möchte eine konkrete Situation hier dazustellen. Eine neue Situation als Beispiel nehmen. Stelle vor, du trinkst Kaffee und du scrollst nebenbei. Oder du trinkst Kaffee und du hörst daneben Radio oder die Nachrichten. Und das passiert unzählige Male in unserem Alltag, dass wir so etwas tun. Das passiert sehr, sehr oft, dass wir wirklich automatisch 2 oder vielleicht sogar 3 Dinge gleichzeitig tun. Und dann treffen wir die bewusste Entscheidung, damit aufzuhören und uns nur auf eine Sache zu konzentrieren. Beispielsweise auf den Kaffee selbst. Wir riechen den Kaffee und auf einmal merken wir, wow, der Kaffee riecht gut, er riecht so oder so, er riecht eher bitter oder er riecht eher süßlich, er ist sehr warm, vielleicht sogar brühend heiß oder der Kaffee beginnt langsam auszukühlen. Man spürt die Wärme des Kaffees in der Tasse, in unserer Hand. Man kann den Kaffee auch schwenken, dann merkt man, wie das Wasser in der Tasse sich bewegt. Das sind alles sehr simple Übungen, auch wenn es ein bisschen komisch klingt, weil heutzutage kann man das sogar als Übung sehen, ehrlich gesagt, obwohl es vollkommen normal sein sollte, meiner Meinung nach. Aber ja, wir sind eben in dieser digitalen Welt schon so weit gekommen, dass wir, wie gesagt, uns auf diese Dinge neu besinnen. Oder beispielsweise, wir merken die Geräusche, die um uns sind. Welche Geräusche höre ich gerade? Ich höre den Wind, wie er durch die Blätter weht. Ich höre das Vogelzwitschern. Ich höre verschiedene Vogelarten. Vielleicht höre ich hier und da eine Fliege vorbeifliegen oder eine Biene oder eine Wespe vorbeifliegen. Und dann eben stelle vor, dort wo du jetzt gerade bist, du kannst kurz innehalten und einmal wahrnehmen,
was du gerade hörst. Hörst du Autos? Vielleicht Musik im Hintergrund von deinen Nachbarn? Hörst du irgendein anderes Geräusch? Vielleicht kocht jemand. Wie gesagt, das sind alles Dinge, die man einfach üben kann. Und das hilft einfach dem Nervensystem einfach mal wieder runterzukommen, Klarheit zu bekommen und die Wahrnehmung wieder besser zu schärfen. Ein wahnsinnig spannender Punkt ist unsere Wahrnehmung, die wir eigentlich angeboren haben und die durch unsere gebaute Umgebung stark beeinflusst wird. Wenn wir zum Beispiel im Wald leben würden, wäre eine ganz andere Sinneswahrnehmung nötig, als wenn wir in einer großen Stadt leben würden. Ich sage das mal so pauschal. Und gehe gleich zum nächsten Punkt. Beziehungsweise, ich habe zu diesem Punkt Nummer 3, Wahrnehmung, noch ein schönes Beispiel, das ich hier nennen kann. Und zwar, dasselbe passiert bei Gesprächen. Viele hören gar nicht wirklich zu, weil innerlich schon die nächste Reaktion vorbereitet wird. Also wir sind irgendwie nie wirklich da, obwohl wir ständig da sind. Aber mit dem Kopf sind wir ständig woanders. Und ich bin mir sicher, du wirst dir jetzt denken, ja, das stimmt und irgendwie ist das doof. Es ist irgendwo auch ein Teil des Lernprozesses, wenn man eben in der menschlichen Gesellschaft sich bewegt und in Städten lebt, mit vielen Menschen zu tun hat, die typischen Alltagssorgen eines menschlichen Wesens eben hat, ja, kommt man nicht darum herum, ähnliche Erfahrungen zu machen. So, Punkt Nummer 4. Jetzt gehen wir zum Sprachenlernen. Beim Sprachenlernen verändert sich etwas. Was verändert sich beim Sprachenlernen, wenn wir langsamer werden? Wenn wir langsamer werden, entsteht viel leichter Tiefe. Konkretes Beispiel. Normalerweise sind wir eher dazu geneigt, beispielsweise auf YouTube, viele Inhalte auf einmal zu konsumieren, beziehungsweise viele Inhalte hintereinander zu konsumieren. Zuerst sehen wir ein Video, das dauert vielleicht 10 Minuten und dort lernen wir irgendwelche Vokabeln zum Thema Kochen. Dann gehen wir weiter zum nächsten Video, das ist ein Podcast, wo vielleicht 20 Minuten eines Gespräches simuliert werden. Dann haben wir das auch gemacht, dann gehen wir weiter und wir swipen, wir scrollen durch ein paar Shorts und so geht es dann immer weiter. Das heißt, wir sind es gewohnt, sofort neue Videos, neue Wörter zu sehen und so weiter, einfach zu konsumieren. Und dann können wir eine Sache machen. Wir machen das quasi gegen unsere Gewohnheit, konter oder gegen, also nicht intuitiv. Und zwar, wir konzentrieren uns plötzlich nur auf ein einziges Element. Zum Beispiel das Wort
Element. Das ist interessanterweise ein Wort, das in vielen Sprachen vorkommt, weil es entweder eine lateinische oder griechische Wurzel hat. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber es gibt dieses Wort in ganz vielen Sprachen. Aber die Aussprache unterscheidet sich manchmal stärker, manchmal weniger in diesen verschiedenen Sprachen. Auf Deutsch sagt man Element. Auf Französisch wäre das Element. Und vielleicht ist dann die Wortbetonung eben in den verschiedenen Sprachen auch unterschiedlich. Anders gesagt, die Quintessenz davon ist, wenn wir uns mal auf eine einzige Sache konzentrieren, geben wir uns den Raum, in die Tiefe zu gehen, dort einmal zu verweilen. Das kann also ein Satz sein oder das kann ein gewisser Inhalt sein. Beispielsweise, wir haben ein Lehrbuch, das wir mal durcharbeiten. Diesen Tipp habe ich auch immer wieder gehört, dass man beim Sprachenlernen man sich in gewissen Phasen zumindest auf eine Lernressource konzentrieren soll und dann zur nächsten gehen soll. Besonders in der Anfangsphase. Und erst dann hat man die Möglichkeit, diese Dinge auch wirklich zu verdauen. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Und zwar, in letzter Zeit lese ich sehr gerne in verschiedenen Sprachen. Ich habe das Lesen wieder für mich entdeckt. Und lustigerweise habe ich das Gefühl, dass ich beispielsweise auf Französisch plötzlich viel sicherer bin, obwohl ich absichtlich langsam Bücher auf Französisch gelesen habe. Verschiedene Romane zum Beispiel. Und oft sind wir sehr ehrgeizig, besonders bei den Dingen, die uns entweder sehr interessieren oder die uns sehr Spaß machen. Und dann möchten wir beispielsweise beim Thema Sprachenlernen möglichst viel auf einmal machen, möglichst viel auf einmal schaffen, möglichst tolle Redewendungen absorbieren und aktiv benutzen können. Aber erstaunlicherweise hat es jetzt besser funktioniert, Bücher bewusst in einem sehr gemächlichen Tempo zu lesen. Mein Gehirn hatte viel mehr Zeit und auch Energie, die Sätze, die Wendungen, interessante Wörter aufzunehmen. Und interessanterweise hat man davor, währenddessen und danach auch mehr Energie,
man ist nicht so ausgelaugt. Und das ist eigentlich schon Vorteil genug, um einmal zu versuchen, Dinge langsamer zu tun. Ich gehe weiter zu Punkt Nummer 5. Ich habe noch 2 Punkte, 5 und 6. Und dann kommen die konkreten Tipps. Punkt Nummer 5 ist besonders schön, denn hier steht, beziehungsweise ich sage das euch jetzt, die Kreativität kommt zurück. Und das ist ja eigentlich auch ein wunderschöner Punkt. Aha, das heißt also, nicht nur entspannt sich unser Nervensystem oder wir können klarer denken, nein, sondern es hilft uns auch ungemein, unsere Kreativität zu schulen und wieder zurückzuholen zu einem gewissen Grad. Mal sehen, wie das eigentlich funktioniert. Folgende Situation, die du sicher kennst. Du versuchst angestrengt eine Idee zu finden und dann lässt du einfach los. Ja, stelle vor, du möchtest irgendeine kreative Tätigkeit ausüben. Du möchtest ein Bild malen oder du schreibst ein Lied oder du machst andere Dinge. Du möchtest einen Text schreiben. Es muss ja nur so etwas sein wie einen Text schreiben. Das ist ja auch schon kreativ genug zum Teil. Wenn wir loslassen, wenn wir eben nicht versuchen, angestrengt ein Thema oder einen kreativen Funken zu erzeugen, dann hat das Gehirn plötzlich mehr Raum. Es kommt in eine Art Leerlaufmodus, also es läuft einfach im Hintergrund weiter, weil wir einfach den Fokus und die Anspannung lösen. Wir lösen es. Wir starren in die Leere. Wir fokussieren uns eben nicht mehr auf das Ziel, darauf, dass wir jetzt diese Kreativität erzwingen müssen. Und plötzlich, zum Beispiel unter der Dusche oder wenn wir im Wald gehen oder wenn wir einfach zulassen, kurz einmal nichts zu tun und nichts Fokussiertes zu tun, kommt plötzlich ein Gedanke, weil im Hintergrund das Gehirn natürlich weiter nachgedacht hat, weil innerlich Raum entstanden ist, haben wir eine kreative Idee bekommen. Und wie gesagt, zu jedem dieser Punkte kannst du mir sehr gerne etwas schreiben. Schreibe mir über deine Erfahrungen. Schreibe mir, was dir genützt hat. Schreibe mir, was dir vielleicht nicht genützt hat, was du mal versucht hast. Bitte nutze diese Chance, beziehungsweise ich lade dich ganz einfach dazu ein, diese Chance zu nutzen und mit mir über diese Fragen zu diskutieren. Punkt Nummer 6. Man reagiert weniger automatisch, wenn man das Tempo verringert. Wir sind oft in einem Automatismus gefangen. Wir reagieren
ohne wirklich nachzudenken. Es ist einfach ein Reflex, der sich einstellt. Dir ist das sicher schon passiert. Uns allen ist das sicher schon passiert. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass jeden Tag wir bis zu einem gewissen Grad solche reflexartigen Reaktionen haben. Ganz besonders, weil wir zu sehr etwas schnell machen wollen und zu verspannt sind. Ich lese vor. Jemand schreibt dir zum Beispiel etwas Nerviges, eine Antwort. Möchtest du dann sofort zurückschreiben, weil du dir denkst, das ist ja unglaublich oder das stört mich. Oder zum Beispiel möchtest du dich einfach verteidigen. Ja, du kommst einfach in den Stress. Und jetzt können wir das aus einer anderen Perspektive sehen. Wir können die Distanz zwischen Reiz und Reaktion vergrößern. Also eine kleine Formel. Wir vergrößern den Abstand zwischen Reiz und Reaktion. In anderen Worten, wir verlangsamen die Reaktion. Und dann merken wir, hey, ich muss eigentlich nicht sofort reagieren. Eigentlich ist es gar nicht nötig, sofort zurückzuschreiben oder sofort wegen dieser einen Sache, die mich nervt, etwas sagen zu müssen. Und oft haben wir dann auch die Möglichkeit, die treffenderen Worte zu finden, um etwas auszudrücken. Und man sagt ja auch oft, gerade wenn man emotional aufgeladen ist, soll man nicht sofort etwas sagen oder eine Reaktion geben, sondern man soll am besten warten, bis diese emotionale Aufgeladenheit zurückgegangen ist, weil es oft genug passiert, dass man dann ein bisschen oder sehr bereut, was man gesagt hat. Und warum bereut man das? Man bereut das oft deswegen, weil man in diesem Automatismus etwas sagt, was man tief drinnen eigentlich nicht so meint, sondern der Ärger, der Stress, der innere Druck hat gesprochen und nicht man selbst. Deswegen bereut man dann oft, etwas gesagt zu haben, was man im Streit, im Zorn oder in einer anderen sehr, sehr starken Emotion gesagt hat, weil es nicht aus der eigenen Mitte kommt. Muss es nicht immer, aber trotzdem ein sehr bekanntes Beispiel. Jetzt gehen wir zu den Tipps und ich freue mich sehr, das mit euch durchzugehen. Also, Tipp Nummer 1. Im Alltag Übergänge nicht sofort füllen. Beispielsweise, wenn ich nach Hause komme, wenn du nach Hause kommst und wir erst einmal die Schuhe ausziehen und dann langsam
einfach mal nach Hause kommen, dass wir dann diese Übergangsmomente bewusst leben und auch bewusst länger aufrechterhalten. Beispielsweise, dass wir nicht sofort aufs Sofa springen und Handy und sofort scrollen. Das ist wahrscheinlich für 80-90% der Menschen irgendeine Schätzung, die ich sage, aber für wahrscheinlich ganz viele Menschen ist das das erste Problem. Ja? Oder vielleicht auch was anderes. Aber dass man diese Übergänge mal ein bisschen lässt, und das können auch nur 20, 30 Sekunden sein, das kann eine Minute sein, dass man mal nichts macht und dem Körper eben die Möglichkeit gibt, diese Übergänge überhaupt erst wahrzunehmen. Dass man sich nicht von einem sofort ins andere stürzt. Das ist der Punkt. Okay. So, und das kann nicht nur beim Heimkommen so sein, das kann auch bei Gesprächen sein, wenn man irgendeine Aufgabe erledigt hat. Ja? Verschiedene Situationen im Alltag. So, Nummer 2 hatten wir schon ein bisschen erwähnt, dass wir eine Tätigkeit ohne Nebenreize machen. Eine Tätigkeit ohne Nebenreize bedeutet, wir konzentrieren uns auf eine Sache und wir legen mal zum Beispiel das Handy weg. Wir essen bewusst. Also ich kenne viele Leute, die neben dem Essen immer eine Berieselung brauchen. Entweder ist das der Fernseher oder das Handy oder Musik oder etwas anderes. Und oft sind wir uns dessen gar nicht mehr bewusst. Wir machen das so automatisch, wir denken darüber nicht mehr nach. Aber eigentlich führt es dazu, dass sie unser Nervensystem ständig überlasten. Das heißt, einmal nur Tee trinken oder einmal nur Zähne putzen, ohne etwas anderes zu tun. Wir scrollen nicht auf dem Handy oder wir machen nicht irgendwas anderes daneben. Wir putzen nur die Zähne zum Beispiel oder wir gehen nur zu Fuß. Das ist auch etwas. Ich glaube, dass interessanterweise immer seltener wird, dass Menschen einfach nur zu Fuß gehen, ohne etwas anderes tun zu müssen, weil sie es gewöhnt sind. Nummer 3, bewusst langsamer antworten. Und hier meine ich nicht jetzt auf eine Textnachricht, sondern einfach im Gespräch. Und zwar, dass man manchmal auch eine Leere zulässt, dass man manchmal auch ein Schweigen zulässt, auch wenn es nur für ein paar Sekunden ist. Denn ich habe oft erlebt, dass viele Menschen ein längeres Schweigen, was heißt längeres Schweigen? Ich rede nur von ein paar Sekunden, ein Schweigen von ein paar Sekunden nicht aushalten oder nur sehr, sehr schwer aushalten und dann unsicher werden. Und das kann man eben auch im Alltag mal anders tun. Oder Nummer 4 ist auch interessant. Du machst etwas langsamer als nötig. Stelle vor, du packst deine Tasche mit verschiedenen Utensilien und du kannst das auch einmal langsamer machen als nötig. Du spürst die Gegenstände in deiner Hand, du packst sie langsamer ein, dann machst du die Tasche zu und beispielsweise könnte das auch beim Aufsperren der Türe eine Übung sein. Ja? Du gibst den Schlüssel hinein, du drehst den Schlüssel. Also das sind alles kleine Tätigkeiten, wo man ganz bewusst
langsamer werden kann, wo wir unser Nervensystem beruhigen können. Und der große Vorteil dabei ist, so kann ich es berichten, dass uns mehr Energie übrig bleibt. Das ist doch wunderbar. Wir haben mehr Energie zur Verfügung. Wir sind nicht so müde. Ich glaube, auch wenn es eigentlich sehr banal klingt, ist das eine riesengroße Sache, wenn man sich plötzlich kräftiger fühlt und energiegeladener fühlt. Man kann das Leben mehr genießen oder man kann das Leben bewusster auskosten. Denn jede Sekunde unseres Daseins gehört zu unserem Leben. So, nächster Punkt, Nummer 5. Den Blick etwas länger auf verschiedenen Dingen lassen. Also wir arbeiten mit unseren verschiedensten Sinnesorganen. Jetzt geht es um den Blick. Wir schauen etwas länger an. Wir mustern die Eigenschaften, die Oberfläche dieses Gegenstandes. Ja, zum Beispiel kannst du mal deinen Raum ansehen und du kannst den Raum auf dich wirken lassen. Du kannst wirklich mal schauen, was dich gerade umgibt und wie eigentlich diese Gegenstände beschaffen sind. Die Beschaffenheit beispielsweise eines Baumes mit seiner Rinde. Und hier könnte man dann schauen, aha, diese Rinde besteht aus einem harten Material. Ich sehe hier eine Ameise herumlaufen. Ich weiß nicht, ob du sie auch siehst. Aha, diese Ameise klettert hier auf einem Baumstamm. Und auch wenn es eben in der heutigen Zeit komischerweise ungewöhnlich geworden ist, aber das ist eben eine gute Übung, einfach um zu merken, was gerade um mich los ist. Und lustigerweise passiert ja ständig etwas um uns herum. Manchmal haben wir das Gefühl, es ist langweilig, nichts passiert. Aber eigentlich passiert ständig etwas. Wir sind nur so überreizt von der ganzen digitalen Welt und von diesen ganzen Geräten, von diesen Applikationen, von diesen Anwendungen und wie sie funktionieren und wie sie designt wurden, damit wir eben möglichst viele Reize auf einmal bekommen. Also Dinge bewusst länger ansehen. Und das ist einfach eine schöne Übung, wieder in die Mitte zu kommen. Die 2 letzten Punkte. Nummer 6. Einen Gedanken länger bewegen. Und das kann fast jeder Gedanke sein. Beispielsweise, die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Man kann lustigerweise so gut wie jeden Satz nehmen. Ich nehme jetzt diesen Satz hier oder diesen Gedanken. Die Sonne scheint. Ja, was bedeutet das? Ich denke an diesen riesigen Stern, der da im Weltall steht und diese Sonnenstrahlen aussendet, wie diese Wärme auf meine Haut trifft. Und das passiert alles gleichzeitig und es wirkt unwirklich, es wirkt völlig abgespaced, aber in der Tat passiert genau das. Die Sonne scheint. Also
jeder banalste Satz kann zu einer interessanten Eingebung werden, kann dazu dienen, uns selber mehr zu spüren. Und jetzt Punkt Nummer 7 ist Mini-Inseln ohne Input zu schaffen. Mini-Inseln ohne Input. Im Grunde ist das eine Zusammenfassung des bisher Gesagten. Und diese Inseln können Räume sein, das kann in bestimmten Momenten passieren oder man kann sich auch sogar im Terminkalender solche Mini-Inseln schaffen. Wenn es nicht im Terminkalender stehen soll, dann kann man sich eine ganz einfache Regel schaffen, die fürs Erste dazu dienen kann. Beispielsweise, immer wenn ich nach Hause komme, zähle ich langsam von 10 runter bis 0. Ich setze mich kurz irgendwo hin, aufs Sofa, auf den Boden, auf den Balkon. Ich atme 5-mal tief durch. Und das war's schon. Das ist schon eine Mini-Insel ohne Input. Schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich sehr über eure Geschichten. Ich freue mich sehr über eure Erfahrungen. Habt ihr einmal ähnliche Dinge probiert? Wie ist es euch damit gegangen? Hat euch dieser Vlog, dieses Video inspiriert? Was würdet ihr gerne ausprobieren, was ihr heute hier gehört habt? Schreibt mir das alles und gerne auch noch weitere Dinge in die Kommentare. Wie gesagt, gibt es einen Mitgliederbereich, wo ich noch viele verschiedene Vlogs anbiete. Ich freue mich sehr, euch auch dort zu sehen. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag bis zum nächsten Vlog, bis zum nächsten Treffen.